Wie funktioniert nachhaltiges Whale-Watching und was kann man außer Walen und Delfinen auf einer Tour sonst noch so sehen? All das und viel mehr in diesem Video. Wir konnten verschiedene Wale und Delfine beobachten, aber auch viele andere Arten, die heimisch auf den Azoren sind. Eins der Highlights, die leider zu schnell vorbei waren, war ein fliegender Fisch. Den konnte ich nicht auf Kamera bannen, aber einige andere Arten seht ihr später in dem Video. Wir sind auf der Insel Pico Island, ein Teil der Azoren, einem Archipel, das Hawaii sehr ähnlich ist. Hier kann man sehr gut Wale beobachten, denn sie ziehen an der Insel vorbei und es gibt auch einheimische Wale. Die Azoren sind sozusagen ein Mekka für Whale-Watching. Blauwale konnten wir im Sommer natürlich nicht sehen. Die kommen erst im Frühling. Zuerst waren wir skeptisch, ob wir Wale in freier Wildbahn beobachten wollten, denn mit einem Boot zu den Tieren zu fahren, könnte die Wale ja stören. Kurz ein paar Infos, wie Whale-Watching konkret funktioniert, also der Ablauf. An Land gibt es einen Spotter, der schaut mit dem Fernglas aufs Meer und wenn er den Blas eines Wales sieht, weiß er genau, wo die Wale sind. Die Wale müssen dann eine Zeit lang an der Wasseroberfläche bleiben, bevor sie wieder abtauchen können. Beispielsweise kann man in dieser Zeit die Wale beobachten. Aber hier ist der große Unterschied beim Whale-Watching, das nachhaltig ist. Denn es gibt Regeln, wie man sich Walen nähern darf. Zudem sind alle Aufnahmen in meinen Videos bei etwa 135 mm gemacht. Das heißt, die Wale sind sehr weit weg. Die Boote dürfen beispielsweise nicht in den Schwimmweg der Wale fahren. Die dürfen nicht eingekreist werden, man darf nur seitlich fahren und sobald man in der Nähe von einem Wal ist, muss der Motor ausgeschaltet werden. Die Bootsführer wissen auch ganz genau, wann ein Wal keine Lust auf das Boot hat und merken ganz schnell, wenn der Wal weg möchte. Der Guide hat gesagt, hey, der Wal hat keinen Bock auf uns. Ich würde ihn euch gern länger zeigen, aber der möchte einfach nicht. Also suchen wir uns irgendein anderes Tier, das wir vielleicht noch finden. Und dann sind wir über den Ozean gefahren und haben fliegende Fische gesehen. So wie den Gelbschnabelsturmtauch. Die wissen ganz genau, wenn sie einmal den perfekten Ausflug für Gäste machen, dann kommen die Wale halt nicht wieder, weil die merken sich das und haben dann keinen Bock mehr. Alle Tiere, die nah am Boot sind von selbst zum Boot gekommen. Besonders die Delfine erfreuen sich an den Booten und springen aus ihrer Bugwelle. Die Delfine waren natürlich eine ganz besondere Begegnung. Hier gibt es einen kleinen Merkspruch. Alle Delfine sind Wale, aber nicht alle Wale sind Delfine. Die Delfine haben sich um unser Boot getümmelt und hatten sehr viel Spaß ums Boot und an der Bugwelle. Wie erkennt man jetzt aber nachhaltiges Whale-Watching? Beispielsweise die WWF hat auf ihrer Homepage verschiedene Regeln. Beispielsweise sollte das Boot seitlich zu den Walen nähern, niemals von vorne, niemals in Gruppen fahren, langsam werden, den Motor ausschalten und beobachten und nie zu lang bei den Walen verweilen. Wenn die Wale wegschwimmen, sollte das Boot auf jeden Fall nicht hinterherfahren. Solange genug Abstand vorhanden ist und Lärm vermieden wird und die Populationen oder einzelnen Tiere nicht umkreist oder bedrängt werden, stellt das für die Wale auch kein Problem dar, denn sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich von den Booten zu entfernen. Nun will ich noch etwas auf die Pottwale eingehen, da ich sie am coolsten finde. Der bekannteste Pottwal ist wohl Moby Dick. Ältere Pottwalmännchen können komplett weiß werden. Zudem ist der Pottwal ein Weltrekordwal. Er ist nicht nur der größte Zahnwal, der mit 18 Metern und 55 Tonnen sehr groß und schwer werden kann, sondern er kann auch sehr tief tauchen. Und zwar 2000 Meter tief, wo er Kalamaris und Tintenfische als Nahrung jagt. Zudem kann er 2 Stunden unter Wasser bleiben. Und wenn er wieder hochkommt, muss er atmen, bevor er wieder abtaucht. Und genau in diesem Moment können wir den Wal sehen und beobachten. Die Schildkröten haben hier auf den Azoren bereits eine lange Reise hinter sich. Sie haben aber erst den halben Weg geschafft. Von den Azoren aus schwimmt sie zurück zu ihrem Geburtsort, wo sie Eier legen und neue Schildkröten schlüpfen, welche wieder zu den Azoren kommen. Das ist eine portugiesische Galeere.
Sie ist deutlich besser festgehalten, aber mit ihr solltet ihr nicht schwimmen gehen, da sie giftig ist. Sie ist eine Qualle mit langen Tentakeln, die eine gasgefüllte Blase oben hat, welche sie als Segel benutzt, um durch die Ozeane zu segeln und Fische mit ihren Tentakeln zu fangen und zu verdauen. Whale-Watching an sich eine nachhaltige Sache, weil früher waren in diesen Regionen sehr viele Arbeitsplätze der Walfang. Das heißt, was heutzutage Whale-Watching-Stellen sind auf den Inseln, war vor einigen Jahren halt noch Walfang-Arbeitsplätze. Und das sind auf jeden Fall deutlich schlechtere Arbeitsplätze für den Wal als Whale-Watching. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen und ich hatte ein gutes Gefühl. Und wenn ihr euch informieren wollt, schaut einfach Rezensionen an und redet mit den Leuten vor Ort, guckt, was die unterstützen. Den Link zur WWF für nachhaltiges Whale-Watching verlinke ich euch unten. Letzten Endes haben wir auf einer Tour Seiwale, Finnwale gesehen, Schweinswale oder Schweinsgrindwale. Dann haben wir also Delfine gesehen, den normalen Tümmler und Pottwale und weitere Tiere, wie die Meeresschildkröte, die portugiesische Galeere, fliegende Fische sowie den Gelbschnabelsturmtaucher und Möwen. Auch für Actionliebhaber ist Whale-Watching etwas, denn die Boote können sehr schnell fahren, da sie vom Land weit aufs Wasser raus müssen. Dort schalten sie den Motor aus und beobachten Wale. Und tatsächlich ist der Wellengang nicht ohne. Wenn man mit hoher Geschwindigkeit über die Wellen fährt, springt man doch etwas aus dem Wasser und fliegt ein kleines Stück, was aber auch tatsächlich auf den Rücken gehen kann, wenn der Wellengang sehr stark ist. Ich würde mich über ein Abo, ein Like und Kommentar freuen. Dann verpasst ihr auch nächstes Mal nicht, wenn wir unter die Wasseroberfläche gehen oder das Innere der Insel erkunden. Bis zum nächsten Mal.